Heute sprechen wir über die Verkehrsregeln in Polen, was es da zu beachten gibt und welche Unterschiede es zwischen den Verkehrsregeln in Polen und Deutschland gibt. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor für die, die mir heute zum ersten Mal zuschauen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sein, bin ich von Dortmund nach Łódź ausgewandert und seitdem lebe ich und arbeite hier ganz normal in Łódź. Mein Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wundervolle Land Polen näher zu bringen. Falls du dich für dieses Thema interessierst oder du vielleicht einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Ich wurde letztens von jemandem angeschrieben, mit dem ich hin und wieder auch mal geschrieben habe, ob ich nicht mal ein Video machen könnte zum Thema, wie man sich gegenüber Behörden verhalten sollte im Straßenverkehr. Also jetzt wirklich im Straßenverkehr, vielleicht auch welche Sachen man dabei haben muss. Und ja, dann habe ich mir so Gedanken gemacht und überlegt, ja eigentlich gibt es nicht sehr viele Unterschiede, da wir ja in Europa sind und hier sind die Verkehrsregeln in fast überall gleich, aber trotzdem gibt es zwischen Polen und Deutschland schon kleine Unterschiede und ich muss auch sagen, dass ich persönlich auch schon mal persönliche Erfahrung mit der Polizei im Straßenverkehr gemacht habe. Darüber werde ich auch später noch ein bisschen was erzählen und natürlich werde ich auch ein bisschen erzählen von anderen Leuten, die hier auch schon Erfahrung mit der Polizei im Straßenverkehr gemacht haben. Eine Sache noch vorab, bevor wir tiefer ins Hauptthema eingehen. Alles, was ich heute zum Thema Gesetze und Verkehrsregeln sage, muss auf jeden Fall nochmal von einem Experten oder Profi verifiziert werden. Ich kann mich auch irren, ich kann mich vielleicht auch verlesen oder die falschen Quellen angeben. Es ist natürlich auch möglich, dass du dir das Video erst nach 1-2 Monaten anschaust. Da kann auch schon eine Gesetzesänderung geben. Deswegen ganz wichtig, alles, was ich hier sage, ist eine reine Information und das ist wirklich nur eine Richtung, wonach du dich eventuell orientieren könntest, aber lass alles, was ich hier sage, nochmal von einem Profi verifizieren. Kommen wir zum ersten Punkt und sprechen über das Tempolimit, denn da fangen auch schon die kleinen Unterschiede an. Ich zeige euch einfach mal, was ich hier gefunden habe. Seid mir jetzt nicht böse, wenn ich zum Bildschirm rüber schaue. Und das, was ich jetzt sage, gilt für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen und da haben wir die Regelung, innerhalb geschlossener Ortschaften darf man in Polen 50 fahren, in Deutschland haben wir genau das gleiche, da haben wir auch die 50. Außerhalb geschlossener Ortschaften darf man in Polen 90 fahren, wiederum in Deutschland 100, da haben wir diesen kleinen Unterschied. Dann haben wir auch noch etwas in Polen, was ich so zumindest im Internet auch nicht gefunden habe, dass es das in Deutschland gibt. Schnellstraßen einspurig 100 km/h, Schnellstraßen zweispurig 120 km/h. In Deutschland allgemein Schnellstraßen, zumindest das, was ich herausgefunden habe, ist die 100 km/h die Regelung. Und dann haben wir jetzt hier auch noch die Autobahn. Haben wir in Polen ein Limit von bis zu 140 km/h. In Deutschland haben wir da einen Richtwert von 130 km/h. Auf deutschen Autobahnen herrscht kein Tempolimit. Dann haben wir natürlich auch noch die Wohnsiedlung. In Polen darf man da 20 fahren, in Deutschland anscheinend auch 20, wobei ich sagen muss, wo ich damals in der Fahrschule war, hat man mir damals beigebracht, in Wohnsiedlungen Schrittgeschwindigkeit zu fahren, das heißt zwischen 5 und 7 km/h. Die haben das immer so gut gesagt, wenn du in der Wohnsiedlung bist, im ersten Gang rollen lassen. Zumindest haben die mir das so damals beigebracht, vielleicht wurde es ja auch mittlerweile geändert, ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was vielleicht für Urlauber interessant sein könnte, die mit einem Wohnmobil nach Polen fahren, denn jetzt kommen wir zu dem Thema über 3,5 Tonnen und da haben wir geschlossene Ortschaften 50 km/h in Polen, genauso wie in Deutschland auch, haben wir die 50 km/h. Außerhalb geschlossener Ortschaften darf man in Polen mit einem Fahrzeug über 3,5 Tonnen 70 fahren. In Deutschland ist das 80 km/h, wobei man hier aber bitte auch noch beachten muss, in Deutschland haben wir auch noch die Regel, wenn du ein Fahrzeug über 7,5 Tonnen hast, dann ist da jetzt
auch noch die Regelung ein bisschen anders. Deswegen, wenn ich jetzt hier von Deutschland spreche, bitte beachten, das sind Fahrzeuge zwischen 3,5 Tonnen und 7,5 Tonnen und alles andere haben wir 80 km/h. Also das heißt, die einspurige sowie zweispurige Schnellstraße und Autobahn in Polen darfst du 80 fahren. In Deutschland genau das gleiche auf der Autobahn bis zu 80 km/h. Bevor ich das vergesse, möchte ich ja auch noch einmal gerne meinen Dank aussprechen an jemanden, der auch schon länger und regelmäßig den Kanal verfolgt. Und zwar habe ich letztens eine offizielle Kanalspende erhalten in Form von Senf, Löwensenf. Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen, dass ich gerne Senf esse, vor allem Löwensenf, den ich hier in Polen nicht kriege. Und da hat mir jemand ein Paket zukommen lassen. An dieser Stelle sage ich auch nochmal vielen lieben Dank dafür. Es gibt ja Menschen, die gerne zum Mittagessen ein Bier trinken oder vielleicht auch zum Beispiel sich nach der Arbeit mit dem Kollegen treffen, um im Biergarten zu sitzen, um da vielleicht auch ein, zwei Bier zu trinken. Und hier kommen wir auch zum nächsten Thema, und zwar Alkohol am Steuer. In Deutschland gibt es ja die Promillegrenze von 0,5 Promille. Natürlich vorausgesetzt, man ist über 21 Jahre alt und ist über die Probezeit schon hinaus. In Polen wird das alles ein bisschen strenger gesehen. Da haben wir eine Promillegrenze von 0,2 Promille. Ich denke, an dieser Stelle muss ich auch sagen, dass das wohl klar sein sollte, dass wenn man Auto fährt, kein Alkohol trinken sollte. Egal, ob es ein halbes Bier ist oder ein Bier, die Fahrtüchtigkeit wird durch Alkohol eingeschränkt. Ich zeige euch aber mal, was ich im Internet gefunden habe. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch ausdrücklich sagen, dass das, was ich euch jetzt hier zeige, wirklich mehr als eine Spielerei betrachtet werden soll und nicht so ernst genommen werden darf. So, dann habe ich hier eine Seite gefunden, die packe ich euch später auch noch in den Kommentaren rein, da könnt ihr mal selber nachschauen, wie das ist. Und hier hat man sowas wie ein Promille-Rechner. Also wie gesagt, nochmal, richtet euch bitte nicht danach, das ist wirklich nur eine Spielerei. Aber hier kann man dann zum Beispiel angeben, man ist ein Mann, ich weiß nicht, ich nehme jetzt einfach mal hier das Alter 30, weiß nicht, ich habe ein Gewicht von, ja, weiß nicht, 90 Kilo. Und habe eine Körpergröße von 190 cm. Hier kann ich dann auch mein Getränk auswählen, welches ich trinken möchte. Wir nehmen jetzt einfach mal klassisch Bier, gehen auf Weiter. Und jetzt kann ich hier auch angeben, wie viel Bier ich trinken möchte. Sagen wir mal 2 Bier, 0,5 mit 5 Promille. Neu berechnen, 0,6 Promille. Okay, hier kriege ich den Hinweis, dass ich hier nicht mehr fahren darf, weil ich dann einen Promillewert von 0,6 habe. Hier wird dann auch nochmal gesagt, dass man bis zu 0,1 Promille die Stunde abbaut. Wie gesagt, das sind wirklich nur so ganz grobe Richtwerte bis zu 0,5. Hört bitte auf, Mathematiker zu spielen irgendwie. Okay, jetzt kann ich 2 Bier trinken und nach einer Stunde darf ich dann Auto fahren. Macht das nicht. Das ist wirklich nicht verantwortungsvoll. Ein Beispiel von mir. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht der größte Alkoholtrinker und laut Gesetz dürfte ich nach einem Bier noch Auto fahren. Ich bin mir aber sicher, wenn ich eine 0,5 Flasche Bier trinken würde, wäre ich betrunken und wäre nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. 2 Verkehrsregeln, die hier auch anders sind, im Gegensatz zu Deutschland, ist, dass du hier den ganzen Tag am Auto das Licht anhaben musst, sprich das Abblendlicht oder Tagfahrlicht. Das musst du hier haben. Ich habe mir auch mal eine Statistik durchgelesen, zumindest ist das eine ältere Statistik, weil mit dem Abblendlicht, dass man das hier immer anhaben muss, war nicht immer so. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die das beschlossen haben, das zu machen, sind auch die Verkehrsunfälle hier in Polen um 30% gesunken. Zumindest haben die das damals so gesagt. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat. Dann die andere Sache, worauf man auch achten muss, wenn man nach Polen reinfährt, man muss im Auto einen Feuerlöscher haben. Da gibt es natürlich spezielle Feuerlöscher, also gerade wenn wir jetzt beim Thema Feuerlöscher sind, dann gibt es ja wirklich für verschiedene Feuerlöscher. Macht euch da aber schlau, welche fürs Auto geeignet sind und legt euch auf jeden Fall einen Feuerlöscher zu, wenn ihr nach Polen fahren möchtet. Hier jetzt vielleicht noch mal so ein kleiner Hinweis zum Thema Abblendlicht in Polen. Mir ist das gerade zu Anfang sehr oft passiert, wo ich noch nicht in Polen gelebt habe, aber immer
Mal nach Polen gefahren bin, dass ich vergessen habe, das Licht im Auto anzumachen. Dann haben mir die Leute immer den hier gezeigt. Und wenn ihr mal in Polen sein solltet und jemand zeigt euch den hier, dann heißt das nicht, du sollst keinen Quatsch erzählen oder mach mal hier kein Blabla oder weiß ich nicht. Das heißt einfach, dass dein Licht aus ist und du sollst es anmachen. Das ist so ein netter Hinweis und ich hatte das wirklich bestimmt am Anfang 5, 6 Mal, wo mir halt die Menschen diesen Hinweis gegeben haben. Nur so eine kleine Info nebenbei. Bevor ich euch gleich meine persönliche Begegnung mit der Polizei hier erzähle, erwähne ich noch ganz kurz, welche Dokumente man dabei haben sollte, wenn man von der Polizei angehalten wird. Es ist hier auch ein bisschen anders wie in Deutschland oder wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, vielleicht hat sich das auch mittlerweile in Deutschland geändert. Ich kann nur sagen, hier in Polen ist das mittlerweile so, das Gesetz ist jetzt auch, ich glaube seit 2, 3 Jahren ungefähr, dass du hier dein Fahrzeugschein, wenn du von der Polizei angehalten wirst, nicht mehr dabei haben musst. Was du aber dabei haben musst, ist dein Führerschein und Personalausweis. Der Grund dafür, das ist zumindest das, was ich so denke, warum du deinen Fahrzeugschein nicht mehr dabei haben musst, ist einfach, dass hier alles über die Pesselnummer funktioniert und läuft. Also jede Registrierung, jeder TÜV-Besuch und alles weitere, sogar jeder Arztbesuch und keine Ahnung was. Hier wird wirklich alles mit der Pesselnummer gemacht. Das ist im Prinzip sowas wie eine Identifikationsnummer und das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Grund sein, warum man hier den Fahrzeugschein nicht mehr dabei haben muss. Ich weiß nicht, wie das mit Menschen aussieht, die jetzt aus dem Ausland hier hinkommen, sprich Touristen, die keinen Wohnsitz in Polen haben bzw. keine Pesselnummer haben. Dann kann ich mir vorstellen, dass da auch nach dem Fahrzeugschein gefragt wird, um einfach dann das Fahrzeug eventuell zu identifizieren. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Wenn ihr aber aus Deutschland kommt, habt ihr sowieso den Fahrzeugschein bei. Gerade wenn man ins Ausland fährt, sollte man sowas zumindest dabei haben. Und dann seid ihr eigentlich auch immer auf der sicheren Seite. Kommen wir jetzt zu der Begegnung mit der Polizei, die ich hier in Polen hatte. Ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstriche, die war positiv, die Begegnung. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde, da gibt es jetzt keinen großen Unterschied zwischen der Polizei in Polen oder der Polizei in Deutschland. Klar, überall wirst du schwarze Schafe haben, die jetzt ihre Macht ausspielen. Nenne ich das jetzt einfach mal. Meine Begegnung mit der Polizei hier in Polen war bisher nur einmal und das auch, weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin. Die haben mich auch gerade an der Grenze angehalten. Zu der Zeit habe ich noch nicht in Polen gelebt und ich hatte auch noch ein deutsches Kennzeichen bei mir am Auto. Die haben mich ganz normal gefragt nach meinem Fahrzeugschein und Führerschein und ja, was ich in Polen gemacht habe. So diese ganz normalen Standardfragen halt einfach. Nachdem die auch gehört haben, dass ich halt Polnisch spreche, haben die noch gefragt, ob ich einen polnischen Wohnsitz habe. Da ich damals noch keine Pesselnummer habe, konnten die mich wahrscheinlich dann auch nicht so richtig identifizieren. Deswegen haben die wohl danach gefragt. Im Großen und Ganzen kann ich dann eigentlich sagen, dass die Begegnung mit der Polizei eigentlich ganz normal war. Zum Schluss habe ich dann noch einen kleinen Scherz gemacht, als der Polizist gesagt hat, do widzenia, das heißt ja auf Wiedersehen, habe ich dann zu ihm auf Polnisch gesagt, ja, ich hoffe nicht. So, ich habe gelacht, er hat gelacht, dann bin ich ins Auto eingestiegen und dann ganz normal nach Deutschland weitergefahren. Ja, man hört hier auch das ein oder andere, irgendwelche Gruselgeschichten, dass hier die Polizei ganz streng ist, man muss Hände am Lenkrad halten oder sonst irgendetwas. Also amerikanische Verhältnisse sind das hier nicht, zumindest ist das so meine Erfahrung. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, kannst du es mich mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich an dieser Stelle kann hier auf jeden Fall nichts Negatives zu der Polizei hier in Polen sagen. Auch noch eine Sache, die ich hier von jemand anderem gehört habe. Dem ist hier mit der Polizei ein kleines Missverständnis passiert. Man hört ja auch, oder es gibt ja auch Gerüchte, dass hier die Polizei in Polen Schmiergeld annimmt. Das kann ich hier nicht bestätigen. Also ich kenne hier persönlich auch niemanden, der hier schon mal die Polizei bestochen hat. Das soll ja in anderen slawischen Ländern bzw. Ländern mehr, die in den Osten reingehen, wohl Standard sein. Also ich habe schon selber persönlich von Leuten gehört, die in Tschechien waren und dort die Polizei bestochen haben oder Lkw-Fahrer, wenn die in die Ukraine, Russland oder sonst irgendwo weiter in den Osten reinfahren. Da ist das, sage ich jetzt mal, Alltag. Ich habe hier aber auch schon mal Geschichten von Leuten gehört, dass die, wie gesagt, so vielleicht ein bisschen falsch verstanden wurden. Da hat die Polizei nämlich nach einem Führerschein gefragt. Derjenige hat dann, so wie ich,
auch hier, ich habe hier so ein Portemonnaie, wo man halt seine Karten reinsteckt. Ich habe ja auch zum Beispiel einen Führerschein drin, da war ein 50-Euro-Schein drin. Derjenige hat das so der Polizei gegeben. Der Polizist dachte, ach, derjenige will Schmiergeld geben, und dann hat es dann dafür eine Strafe nochmal gegeben, von wegen, dass man versucht hat, die Polizei zu bestechen. Da seid bitte ganz vorsichtig bei dieser Sache. Wie gesagt, ich kann hier auch nochmal bestätigen, dass hier die Polizei auf solche Sachen von wegen Schmiergeld empfindlich reagiert, und das ist hier wirklich nicht der Alltag, also versucht es erst gar nicht. Am besten sogar noch, haltet euch an die Verkehrsregeln, dann werdet ihr es gar nicht angehalten. Ich hoffe, dass euch der Beitrag zum Thema Straßenverkehr in Polen weitergeholfen hat, vielleicht auch dem einen oder anderen Urlauber, der in Zukunft vielleicht mal nach Polen fahren möchte. Falls du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, kannst du es mich gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Es wird wahrscheinlich sehr viele offene Fragen geben. Ich werde versuchen, auch weitere Fragen zu beantworten oder vielleicht auch irgendwelche kürzeren Videos vielleicht nochmal zu diesem Thema zu machen, falls Bedarf besteht. An dieser Stelle danke ich dir, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!